Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Fragen und Freaks. Marc räumt die Kommentare, die Nachrichten und die Vorkommnisse der letzten Zeit auf meinem Kanal auf. Dieses Format hier gibt es schon etwas länger. Es hieß damals etwas anders, aber passend zu meinem Kanal Redesign. Ihr könnt mir dazu auch mal euren Senf unten in die Kommentare reinschreiben. Schaut euch einfach meinen neuen Kanal an. Und dann sagt mir einfach mal, was ihr von dem Kanal und meinen neuen Formaten haltet. Und dementsprechend hat sich auch das Format hier ein bisschen angepasst. Für diejenigen von euch, die gerade eben verwundert hier in ihren Kopfhörer hören, ja, ich höre mich an wie eine alte, klapprige, verrostete Motorsäge. Warum ist das so? Ja, ich bin erkältet. Ich habe es jetzt einige Monate ohne Erkältung hinbekommen, aber jetzt hat es mich halt wieder mal ein bisschen erwischt. Und surprise, surprise, ich bin Selbstständiger, was also bedeutet, nichts mit krank machen, ich muss durchziehen. Warum ist das so? Ganz einfach, ich bin ja freiwillig in der Krankenkasse versichert. Das heißt, ich bin noch in der gesetzlichen Krankenkasse, habe das Privileg, immer den Höchstsatz zu bezahlen, bekomme aber halt kein Krankengeld. Das heißt, du musst durchziehen oder gehst pleite. Ach ja, noch einen wichtigen Punkt, falls jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, unten in die Kommentare reinzuschreiben, geht doch in die KSK, in diese Künstlerkrankenkasse. Das könnt ihr komplett vergessen. Warum könnt ihr das vergessen? Ich blende euch einfach mal hier ein paar wichtige Punkte ein, die mir hier gerade so pauschal einfallen. Währenddessen ihr euch hier meine Punkte durchlest, gebe ich euch auch mal gerne meinen Senf dazu. Die KSK ist meiner Meinung nach ein totales Bürokratie-Monster, ein Bürokratie-Albtraum und besonders auch nicht geeignet für Allrounder, wie zum Beispiel für mich. Genauer gesagt ist das nämlich sogar eine finanzielle Zeitbombe für mich, denn ich mache auch noch viele andere Aufträge. Das heißt, ich bin nicht nur Künstler, sondern auch Selbstständiger. Ich mache externe Aufträge und hier kommt es öfters mal dazu, dass die KSK in ein paar Jahren dann nochmal nachprüft und dann plötzlich feststellt, oh, du gehörst ja gar nicht in die KSK, dann fliegt ihr raus und dann könnt ihr nämlich die ganzen Krankenkassenbeiträge oder zumindest die Differenz aus den letzten Jahren nachbezahlen. Und was das dann für einen YouTuber wie mich bedeutet, kann sich jeder an ein oder zwei Händen abzählen. Das war's dann kann ich zuschließen. Das aber nur so am Rande mal erwähnt. Kommen wir wieder zurück zu den regulären Themen. Kommen wir gleich mal zu den ersten E-Mails. Jetzt auch mal wieder in eigener Sache und vielleicht auch mal als Selbstschutz für andere YouTuber. Was mir auffällt in den letzten Monaten, die Abmahnwelle und ja, die freundlichen Hinweise, dass man manche Dinge nicht zu sagen hat, zu tun hat oder zu machen hat auf YouTube, nimmt massiv zu. Bevor jetzt wieder die ganzen Verschwörungstheoretiker aus der Kellernische hüpfen und sagen, ja, der Staat und so. Nein, da sind hier wir selber dran schuld. Das sind einfache Bürger, Unternehmer, Firmen oder andere Anwaltskanzleien, die sich hier eine goldene Nase verdienen wollen oder halt jetzt einen neuen Zug gewittert haben. In Deutschland gibt es ja, oder jetzt sagen weltweit gibt es ja Patentrechtsschutz, Urheberrechtsschutz oder dergleichen. Und viele Namen sind geschützt oder viele Slangs sind geschützt, viele Sprichwörter sind geschützt, viele Objekte sind geschützt, Bilder sind geschützt, die vielleicht hinter euch an der Wand hängen. Allerdings hat sich hier die Gesetzeslage in Deutschland etwas verschärft in den letzten 2 Jahren. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich bin nämlich ziemlich stark erkältet und hier halte ich mal was Schönes ins Bild. Ihr wisst bestimmt, was das hier ist. Das ist, ja, viele von euch würden jetzt sagen, das ist ein einfaches Papiertaschentuch. Aber die Hälfte meiner Zuschauer, gehe ich mal stark von aus, nennt das Papiertaschentuch anders mit dem T-Wort. Und das ist ein Firmenname, zum Beispiel ein geschützter Markenname. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Video machen würdet und würdet hier dieses T-Wort in diesem Video benutzen, würdet es in den Titel reinhauen oder würdet ja, darum, wie soll ich sagen, das Video sehr stark aufbauen, kann das in die Hose gehen. So ist es nicht nur mit diesem Produkt, sondern mit vielen anderen Produkten. Und in letzter Zeit fliegt mir das immer öfters um die Ohren, auch bei sehr alten Videos von mir. Die versuchen dann dementsprechend findige Leute den einen oder anderen Euro abzugreifen. Ja, da hast du in dem Video das gesagt, du benutzt den Namen, hier ist das Bild zu sehen. Grauenhaft, Leute, grauenhaft, Leute. Und es wird immer schlimmer. Achtet also darauf, gerade wenn ihr Videos produziert, was ihr in die Kamera haltet, was ihr sagt und was ihr vorstellt. Und besonders, wenn ihr euch negativ über Produkte äußert, kann das auch bös in die Hose gehen. Nur mal so als kleine
Info nebenbei. Was kann man da machen? Ich mache es mittlerweile so, bevor ich ein Video veröffentliche, lasse ich den ganzen Transkript nochmal von der KI prüfen und schaue, ob da irgendwelche geschützten Slangs, Aussagen oder irgendwas drin sind und schneide die dann halt raus. Eine schöne, klasse Selbstzensur, und kommt mir bitte nicht, das ist wieder typisch Deutschland. Nein, das ist mittlerweile typisch weltweit. Das Problem hast du überall. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr in den USA seid, wäre das noch viel, viel schlimmer. Kommen wir aber jetzt zum ersten Kommentar. In dieser Serie geht es ja darum, hauptsächlich auf Zuschauerfragen und Kommentare zu antworten, vielleicht auch mal etwas skurrilere Fragen und Kommentare. Hier habe ich von euch immer ein bisschen Feedback bekommen, dass die Videos generell zu lang sind und sich um zu viele Themen drehen. Deswegen werde ich die Videos jetzt etwas mehr einstampfen und nur 2, 3 oder 4 Kommentare jetzt pro Video noch abhandeln. Ganz wichtig, früher habe ich auch immer schon mal meinen Senf dazu gegeben, wenn ich das mal so sagen darf, aber das wird sich jetzt hier nicht ändern. Es wird sogar noch ein bisschen markanter werden, denn im Großen und Ganzen kriege ich so oder so immer den Frack voll. Deswegen kann man auch hier mal, wie sagt man so schön, nicht nur die Fresse halten. Hier tut man einfach mal wirklich seinen Senf dazugeben. Dafür sind wir ja auf YouTube, dafür sind wir eine Community, und ihr könnt mir unten in den Kommentaren ja gerne auch wieder euren Senf dazugeben. Vielleicht gibt das weitere Videos. Eine kleine Änderung wird es geben. Aufgrund mehrerer Beschwerden und Abmahnungen werde ich auch hier in diesem Format oder in anderen Formaten von mir keinerlei Namen mehr nennen, keinerlei Kommentarpersonen einblenden oder ähnliches. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten als sehr nachteilig herausgestellt, weil dann die Leute immer wieder rausgelöscht werden wollen oder andere Beschwerden kommen. Deswegen werde ich vielleicht die Kommentare noch vorlesen, aber Namensnennungen gibt es nur noch, wenn jemand hier ausdrücklich zugestimmt hat. Das ist auch der sehr krassen Gesetzlage hierzu geschuldet, kann ich leider nicht ändern. Ich muss mich ja auch ein bisschen absichern. Das wird einfach immer härter, die ganze Geschichte. Kommen wir einfach mal zu den ersten Kommentar oder Kommentarsegment. Hier ist mir zum Beispiel aufgefallen, in vielen meiner Videos, aktuell natürlich auch wieder in den Videos, wo ich hier mal meine Netzwerkkonfiguration gezeigt habe, zum Beispiel mit den Fritzboxen aufgebaut, dass hier öfters mal kommentiert wird, ja, so ein Scheiß, warum zeigst du das überhaupt? Das geht viel billiger, das geht viel besser, du bist ein YouTuber, du hast darauf zu achten, dass alles nur in der besten Lösung gezeigt wird, alles nach der DIN sein muss und alles absolut perfekt sein muss, sodass man das hundertprozentig nachmachen kann und immer die günstigste Lösung hat und die beste Lösung. Nein, Leute, das mache ich definitiv nicht. Das hier ist mein Heimwerker-Kanal, und auf meinen Heimwerker-Kanal kriegt ihr zu sehen, wie ich es mache. Ich werde mir Mühe geben, es so gut wie möglich durchzuziehen und ein gutes Ergebnis hier zu formieren oder zu bauen. Und verdammt nochmal, es funktioniert, wenn ich irgendwas baue. Es kann durchaus sein, dass es Möglichkeiten gibt, die besser der DIN-Norm entsprechen, die vielleicht auch ein paar Cent billiger sind oder vielleicht auch einfacher zu realisieren sind. Aber das ist halt nicht mein Weg. Hier auf meinem Kanal geht es ausschließlich darum, meinen Weg zu zeigen. Und ich bin hier auch nicht irgendein doofer Lehrer, der hier mit seinem Schlagstock auf dem Tisch rumklopft und ja, ihr müsst jetzt diese Norm einhalten und dieses. Ich versuche halt einen vernünftigen Weg für mich zu finden, und wenn der funktioniert hat, mache ich euch ein Video dazu und ihr könnt es euch gerne anschauen und könnt auch gerne unten kommentieren. Wenn jemand einen besseren Weg hat, hätte ich hier einen besseren Vorschlag sogar für euch. Unten ist die Kommentarfunktion. Da habt ihr unendlich viel Platz. Schreibt mir genau auf, wie ihr das machen würdet. Und vielleicht finde ich diesen Weg sogar gut und mache ihn dann in einem nächsten Video nach. Und dann hätten wir schon wieder neuen Content, und der würde dann sogar euren Wünschen entsprechen. Also könnt mir ja, wie gesagt, mal mitteilen, was ihr davon haltet. Aber wie gesagt, das ist immer noch mein YouTube-Kanal, und ich muss auch aufgrund der aktuellen Lage, KI-technisch und was hier alles so passiert, generell mein Content ein bisschen umbauen. Das heißt, ich werde sowieso mehr Dinge jetzt so machen, wie ich das will, und nicht mehr, wie mir das irgendeine Firma oder irgendjemand vorgibt. Das hatte ich ja schon in meinem Jahresabschlussvideo mitgeteilt. So, dann kommen wir zum nächsten Kommentar. Und zwar war das zu meinem Video mit dem Blackout-Test. Nochmal wichtig, hier hatten viele auch gesagt, ja, das hast du wieder schön geplant gemacht. Nein, hatte ich nicht. Der Blackout in Berlin ist genau da passiert, wo ich das Video veröffentlicht hatte. Aber das Video hatte ich schon seit 2 Monaten in der Schublade und seit längerem auf dem Schirm, es abzudrehen. Das ist halt Zufall gewesen, dass das da gerade passiert ist. Nichtsdestotrotz kommen wir gleich mal auf einen Kommentar. Da steht dann, ist das Ding leer? Ist es leer? Wie lädst du das wieder auf? Ohne Strom viel Spaß. Was wirklich was bringt, ist eine große Solarbatterie mit einer Traktorbatterie als Speicher und einem 1000 Watt Wechselrichter. Diesen Kommentar habe ich jetzt einfach nur mal so exemplarisch rausgefischt. Hier gibt es viele andere Kommentare, die ähnlich sind, und zwar immer wieder die Fraktion Bleisäure-Akkus. Ich sage mal so, Bleisäure-Akkus haben ihre
ja, ihre Daseinsberechtigung auf dieser Welt und die wird auch, glaube ich, noch weiter existieren. Aber im Sektor Solar- oder Notstromversorgung sehe ich diese Batterien nicht mehr so im Vordergrund. Warum ist das so? Ich habe mich von diesem Batteriesystem schon vor Jahren verabschiedet, und zwar, weil einfach Punkt 1, sie halten nur sehr wenige Zyklen aus. Das heißt, in der Regel machen diese Batterien 200 bis 500 Zyklen, sagen wir einfach mal grob über den Daumen 300 Zyklen, und dann sind die Dinger hin. Besonders blöde oder kritisch ist es gerade, wenn man als Anfänger diese Batterien verwendet, diese ganz normalen Bleisäurebatterien oder Bleigelbatterien, und diese mal zu stark entlädt. Und das ist ruckzuck passiert, gerade hier auch in so einer Blackout-Situation, wie der Zuschauer hier vorschlägt. Nehmt doch einfach eine Traktorbatterie, eine Autobatterie mit einer schönen großen Kapazität, klatscht euch in 1000 Watt, Wechselrichter oben drauf und los geht's und ihr seid für alles gewappnet. Ja, sehe ich nicht so. In der Regel ist es dann nämlich so, wenn ich jetzt hier wirklich einen Blackout-Fall hätte, wäre meine ganze Familie betroffen und jeder würde an diesen Wechselrichter gehen, würde hier seinen Strom rausziehen und keiner hätte mehr die Batterie im Blick und schwuppsdiwupps wäre die mal etwas zu tief entladen und damit kann ich das Ding eigentlich schon fast wegschmeißen. Ja, es gibt noch Möglichkeiten, diese wieder aufzuwecken und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so eine große Powerstation nehme oder baue mir selber was aus Eisenphosphatbatterien, bin ich da doch besser bedient. Erstens mal sind die Dinger doch recht billig geworden aktuell. Man muss ja nicht immer alles in Deutschland kaufen, man kann es ja auch woanders kaufen. Nur mal so als kleiner Denkanstoß, da werden die Teile nämlich noch günstiger. Und hier liegt ein ganz großer Vorteil darin, diese Dinger, wenn ich die mal runtergeladen habe bis nahe 0 oder auf 0, haben die meistens erstmal ein integriertes BMS, was dann abschaltet. Zweitens mal kann ich die danach einfach wieder aufladen und sie sind siehe da wieder voll funktionsfähig da. Und aktuelle Eisenphosphatbatterien halten locker 3000, 4000, vielleicht sogar 6000 Zyklen aus. Das heißt, hier bin ich besser bedient. Besonders für den absolut ungeübten Anfänger ist natürlich hier die Powerstation die beste Lösung. Wenn man wirklich unbedingt Blackout-Vorsorge machen will und will was daheim stehen haben, kauft man sich halt so ein Ding. Die sind auch nicht mehr so teuer und hat hier folgende Vorteile. Ihr habt einen DC-Ausgang dran, meistens 12 oder 24 Volt. Ihr habt einen 230 Volt Input, das heißt, die Powerstation kann aus einem ganz normalen Netz aufgeladen werden. Die meisten Powerstationen können mittlerweile auch an Notstromaggregate angeschlossen und dort aufgeladen werden. Das heißt, die können da sogar als Puffer fungieren. Ihr kauft euch noch ein günstiges Notstromaggregat, klatscht die Powerstation dran. Gut, manche können es nicht, aber viele können es. Und das Ding kann dann so ein bisschen als Puffer oder als Geradezieher dienen. Das heißt, das Notstromaggregat lädt die Powerstation auf und die Powerstation gibt euch eine reine Sinuswelle in euer Hausnetz aus. Dann haben wir natürlich die Wechselrichter, alles verbaut, manchmal sogar bidirektional. Ihr könnt die über das ganze Jahr verwenden. Man kann sie teilweise schon mit dem Balkonkraftwerk verbasteln, kann sogar mit den Dingern einspeisen. Also was die Dinger können, ist ja schon phänomenal. Und deswegen sage ich mal so, ja, wer noch seine alte Traktorbatterie weiter benutzen kann, weil sie günstig im Keller noch rumsteht, der kann das gerne machen. Aber extra so ein Ding kaufen für sowas würde ich definitiv nicht mehr. Die Zeiten von Bleisäure sind gerade in dem Sektor meiner Meinung nach rum. Aber ich weiß, gerade auf YouTube gibt es hier ein sehr groß gespaltenes Lager. Die haben sich unter meinen Videos auch schon mal sehr stark ausgetobt und waren stinksauer auf mich, weil ich halt jetzt in die Fraktion Eisenphosphat umgewechselt bin. Und was mir einfällt, so ein Blödsinn zu machen und das andere Zeug wäre viel besser und so weiter und so fort. Ich sage mal so, jeder soll nehmen, was er denkt, aber ich möchte euch wenigstens so fair die Meinung mitgeben und sagen, dass halt das aktuell für euch die bessere Lösung ist, wenn man sich sowas daheim hinpfeffern will. Denn der Vorteil, die Powerstation lade ich auf, stelle sie in den Keller und ich hatte jetzt letztens wieder eine rausgeholt, die stand 1,5 Jahre im Keller, komplett ausgeschaltet und war immer noch bei über 80%, läuft immer noch wie am ersten Tag. Und das kriege ich mit der Bleisäurebatterie garantiert nicht hin, nämlich da habe ich auch eine in den Keller gestellt und die ging dann nach einem Jahr nämlich nicht mehr, weil sie zusammengebrochen war. Nur so als Info. Dann jetzt aus dieser Rubrik noch den letzten Kommentar. Hier habe ich eine Frage von einem Zuschauer zu meiner Wärmepumpe bekommen. Wir schauen mal kurz auf den Kommentar. Und zwar: Hallo, ich interessiere mich für die Luftwärmepumpe für mein Aquarium. Welche Lautstärke hat die Pumpe und wie weit kann die Temperatur runter beim Brauchwasser? Gruß. Also hier muss ich noch mal ein bisschen ausholen, dass die Brauchwasser-Wärmepumpe unten bei mir im Keller, die mein Wasser warm macht, mit dem ich mich zum Beispiel dusche, bade oder die Hände wasche. Das ist schon ein ganz schöner Ömmes, der mitunter auch ganz schön laut ist. Also so ein Teil möchte ich nicht in der Wohnung stehen haben, um mein Aquarium damit zu beheizen.
Ich bin auch der Meinung, dass die eigentlich dafür nicht gedacht ist. Da gibt es bestimmt bessere Lösungen, die das machen können. So eine Granate würde ich dafür jetzt nicht einsetzen. Die ist eigentlich primär für das Brauchwasser gedacht und eigentlich auch für den Temperaturbereich 40 bis 55 Grad ausgelegt. Um deine Frage zu beantworten, die Temperatur kann man mit dem Ding natürlich ohne Probleme einstellen. Du tippst auf das Display, ist ein Touch-Display, und dort kann man dann die Temperatur einstellen, die Brauchwasser-Wärmepumpe liefern sollte. Aber wie gesagt, gerade die würde ich für ein Aquarium nicht einsetzen, es sei denn, es ist ein Riesentank, der irgendwo im Keller eingebaut ist. Aber da gibt es vielleicht auch ein bisschen professionellere Lösungen. Das Teil, was ich vorgestellt habe, läuft bei mir tadellos. Leise ist sie garantiert nicht, das können wir klipp und klar mitgeben. Und ich bin auch sehr zufrieden damit, aber für ein Aquarium würde ich sie nicht einsetzen. So, und ganz zu guter Letzt habe ich jetzt noch eine neue Kategorie hier in dieses Videoformat eingeführt, und zwar der Fun Fact und der Müll der Woche. Hier will ich euch auch noch mal ein paar witzige Kommentare mitgeben. Wir schauen einfach mal kurz hier rein, was ich da so immer finde. Nehmen wir gleich mal den ersten. Lach, so ein Spinner, 99% Wasser nicht aufgedreht, Lach, Daumen hoch. Hier an dieser Stelle danke für diesen Kommentar. Ich freue mich dann auch immer mal, wenn sowas geschrieben wird. Das hat mal die Stimmung ein bisschen auf. Hintergrund zu dem Kommentar. Hier hatte ich mal erklärt, was passiert, wenn zum Beispiel, oder was es sein kann, wenn die Waschmaschine nicht loslegt, und hatte dann gesagt, 99% der Leute vergessen immer den Hahn aufzudrehen. Gut, die 99% war wahrscheinlich wirklich ein bisschen Spinnerei von mir, aber in den meisten Fällen habe ich es so festgestellt. Du kommst rein, Waschmaschine geht nicht, Marc, guck mal, die geht nicht. Ich gehe rein, Wasserhahn aufgedreht, springt an, das war's. Das auch mal so ein bisschen als Fun Fact nebenher. Dann haben wir noch diesen Kommentar. Und zwar hätten wir hier nochmal ein Fundstück. Diesen Kommentar hätte ich einfach mal hier als Beispiel exemplarisch genommen, denn dieser Kommentar kommt häufiger vor zum Thema PV-Anlage, und es ist ja wieder Winter, zugeschneite PV-Module. Dazu hatte ich ja schon etliche Videos gemacht, wo ich versucht habe, die Dinger frei zu kriegen. Mein Tipp, wenn es drauf geschneit hat, lasst den Schnee einfach liegen, das abkehren. Ich habe es jetzt mal eine gewisse Zeit gemacht, hat nur einen Nachteil. Ihr habt irgendwann einen Haufen Kratzer auf den Modulen, und wenn ihr Pech habt, macht ihr die Dinger auch noch kaputt. Und hier der Vorschlag, gerade mit dem Heizstab, das hatte ich ja auch schon in einem Video getestet, Link dazu oben in der Ecke. Das kannst du eigentlich komplett vergessen. Wenn die Dinger so richtig unter Schnee liegen, wie es aktuell bei mir wieder der Fall ist, brauchst du Unmengen an Energie, bis du das endlich abgetaut hast. Es sei denn, die stehen wirklich in irgendeinem Winkel, der schon sehr flach nach oben ist, sodass dann der Schnee abrutschen kann. Aber bei mir hat das absolut keinen Sinn, und ich sage auch, bei euch hat das keinen Sinn, weil ihr wirklich wahnsinnige Mengen an Energie da reinpumpen müsst, um die Module frei zu kriegen. Bis die dann frei sind, ich hatte es bei mir mal probiert, ist das dann teilweise 14, 15, 16 Uhr. Ja, und im Winter um 14, 15, 16 Uhr haben wir was? Genau, keine Sonne. Dann kommt die Nacht, dann kommt der nächste Schnee, und damit war die ganze Aktion sinnlos. Dann braucht ihr die Heizstäbe, die Heizbänder oder was auch immer, den Stromanschluss oben, den Aufwand. Ihr müsst am Dach rumhocken, müsst das unter den Modulen befestigen. Alles in allem macht wirklich keinen Sinn. Deswegen hier der Kommentar exemplarisch. Lasst es einfach sein, das macht echt keinen Sinn. Und bitte schreibt sowas nicht mehr unter dieses Video. Wenn, probiert es einfach aus. Es funktioniert einfach nicht. So, und zu guter Letzt möchte ich nochmal auf die Spenden darauf aufmerksam machen. Auf meinem Kanal kann man jetzt natürlich mich auch mit Spenden, mit Super Thanks und natürlich mit der Kanalmitgliedschaft unterstützen. Alle Spender, die über 24,99 spenden, werden bei mir erwähnt, wenn Sie es denn wünschen. Hier exemplarisch zeige ich euch mal, wie das aussehen kann, wenn mir jemand zum Beispiel hier über Super Thanks was spendet. Hier ist wichtig zu erwähnen, wenn ihr dann erwähnt werden wollt, das mache ich dann immer am Ende des nächsten oder eines der darauffolgenden Videos, wo ich euch erwähnen kann, dann schreibe ich euch einfach in den Abspann mit rein, aber ihr müsst mir dann wirklich auch bei der Spende mit reinschreiben. Ich bin damit einverstanden, dass du mich erwähnst, denn ich hatte jetzt schon die eine oder andere Nachfrage, und da wurde halt das nicht mit erwähnt. Wenn dann aber jemand natürlich noch nachträglich sagt, ja Marc, ich hatte dir die letzten 30 € gespendet, ich möchte jetzt dann doch erwähnt werden, dann schreibt mich halt nochmal über meine E-Mail-Adresse an und macht einen Screenshot von eurem Kommentar und beweist mir natürlich, dass ihr seid, nicht, dass da sich hier wieder jemand als was Falsches ausgibt. Das könnt ihr ja dann am besten auch machen, indem ihr nochmal zusätzlich unter dem Kommentar antwortet. So, das soll es dann erstmal für diese neue Sendung gewesen sein. Hier auch wieder eine wichtige Frage. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Diesmal habe ich es nicht ganz so witzig gestaltet wie bei den letzten
Formaten, weil es nicht ganz so witzig war in letzter Zeit für mich. Ich bin auch ein bisschen down und durch die Erkältung, aber das kann sich ja demnächst wieder ein bisschen ändern. Ihr könnt mir natürlich unten reinschreiben, was wollt ihr mehr? Fachliche beantwortete Kommentare von mir, mehr Fun in den Kommentaren. Das heißt, ich soll mir vielleicht mehr über Kommentare lustig machen oder skurrile Sachen ausgraben oder einfach nur mit euch ein bisschen hier talken. Schreibt es mir in die Kommentare. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es ist nicht wieder zu lang geworden, weil ich da ja öfters mal Beschwerden von euch bekomme. Hat es euch trotzdem gefallen? Gebt mir bitte einen Daumen hoch und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.